Schönen guten Tag. Hallo. Wir sind's, Pitted Studio TV. Genau. Ich bin Björn Jenny. und wir haben Probleme. Genau. Riesenprobleme. Weil wir machen nämlich jetzt ein neues Projekt. Neues Projekt, New Project, New Problems. Aber es gibt ja keine Probleme, die nicht zu lösen wären. Ja. Darum erzählen wir euch jetzt mal ein bisschen was darüber. Es haben auch unglaublich viele Leute gefragt. Wie wir glauben, Probleme lösen zu können. Genau. Also Ei, konkret, ei, erzählt doch mal ein bisschen was über den Start eines Projektes. Womit fängt man denn an, wenn man bei Null anfängt? Und was braucht es denn überhaupt? Ihr sitzt jetzt zu Hause Ressourcen. und denkt, ach, ich glaube, ich möchte jetzt auch gerne mal ein Computerspiel machen. Was braucht ihr denn dafür eigentlich? Ressourcen. Genau. Die ersten Ressourcen, die wir brauchten, die wir glücklicherweise aber auch schon hatten, ist ein Computer. Also, wir haben einen Computer für den Björn und einen Computer für mich und damit kann man arbeiten. Das heißt, das Ding sollte zumindest ein bisschen was können, damit man darauf auch arbeiten kann. Denn je älter und langsamer der Rechner, desto länger braucht er auch für alle möglichen Prozesse. Zum Kompilieren zum Beispiel. Es muss kein High-End-Rechner sein. Nein, Mhm. sondern einfach ein Einfach erstmal ein Rechner. Kannst du guter, anfangen. geschmeidiger Rechner. Ja. So. Ja. Dann ist das erste, was wir besorgt haben, Ressourcen. schon ziemlich früh, ein Server. Oh. Den kann man sich auch einfach in irgendeinem Geschäft kaufen oder im Internet bestellen. Das ist so ein kleiner Kasten und da ist quasi Speicherplatz drauf. Und mit Hilfe eines Servers haben wir ein Netzwerk hier gebaut, mit dem man die beiden PCs miteinander verbindet. Dazu gibt es auch Tutorials, zum Beispiel auf YouTube. Die kann man sich durchschauen, wenn man das noch nie gemacht hat und sagen, okay, wie bringe ich denn meinen Server erstmal zum Laufen? Wie verbinde ich den mit meinem Computer? Und wenn er denn dann läuft, wie mache ich den sicher? Dann kann man sich quasi entscheiden, ist mein Server ein reines Heimnetzwerk und da kann niemand von außen drauf? Oder stelle ich teilweise Daten ins Internet, die dann nochmal in der Cloud vorhanden sind? Das kann man da alles entscheiden und damit kann man dann arbeiten. Warum macht es Sinn? Erstens brauchen wir eine Menge Speicherplatz für ein solches Projekt. Zweitens ist es total sinnvoll, wenn man sein Projekt auch nochmal irgendwo zwischenspeichert. Und drittens ist es total praktisch, ich würde sagen sogar fast unerlässlich, wenn man gemeinsam am selben Projekt arbeitet, dass man miteinander kommuniziert. Also nicht nur wir jetzt miteinander reden, sondern auch, dass wenn der Björn jetzt zum Beispiel sagt, ich baue jetzt was ins Spiel ein und stelle da jetzt einen Püppchen hin. Dass ich dann sagen kann, das Püppchen will ich auch, drücke auf den Knopf und dann habe ich das bei mir da hinten auch. Das ist sehr praktisch und gewollt und darum muss es so etwas wie eine Kommunikation geben. Stopp. Du holst dir das, was ich eingecheckt habe, damit das auch verstanden wird, was du meinst, weil du drückst da auf den Knopf. Also, es ist so, wenn ich so ein Level baue oder so und ich submitte das oder ich veröffentliche das, ich tue das in diese Cloud, in diesen Server rein, ne? GitLab oder GitHub oder was auch immer benutzen wir gerade. Genau, wobei wir schon bei der Software wären. Da gibt auch Perforce, was wir früher mal benutzt haben und so weiter. Aber für uns war das jetzt irgendwie das Gangbarste. Ja. Dann drückt sie da auf den Knopf und zieht sich dann die aktuellste Version und dann blub, erscheint dann bei ihr das Püppchen. Das ist damit gemeint. Genau, das heißt, wir haben vorsichtshalber beides. Ja. Eine Heimversion gesichert und dann auch nochmal eine im Internet, also in der Cloud, damit, was weiß ich, wenn jetzt zufällig das Haus abbrennt, dann wäre das Projekt trotzdem noch nicht verloren. Das ist ganz praktisch. Außerdem kann er quasi einchecken, das heißt, Daten, die er hier auf dem Computer hat, die wandern dann in diesen Projektordner im Netz und ich sage, ich will das haben, was er eingecheckt hat, zieh mir das und also bei Git nennt sich das Pushen und Pullen. Er pusht was, ich pull das und andersherum auch, wenn ich irgendwas pushe, kann er das pullen und das heißt, wir sind immer beide auf dem neuesten Stand des Projektes und können unsere Daten hin und her schieben. Yep. Das ist sehr praktisch und gewollt. Also, wir brauchen einen Computer, einen Server und Git. In dem Fall haben wir uns für entschieden, um Daten in der Revisionskontrolle, so nennt sich das, zu verwalten. Revisionskontrolle bedeutet auch, wenn man mal zum Beispiel totalen Mist gebaut hat
und hat irgendwas voll kaputt gemacht, dann kann man zurücksynken. Das heißt, man kann sagen, oh Gott, ich habe alles zerstört, was ich gemacht habe. Gestern war alles noch gut. Dann kann ich sagen, ich möchte auf den Stand von gestern zurück und Git merkt sich das. Also dann sagt man, okay, dann habe ich halt die Daten von heute verloren, aber nicht alles kaputt gemacht, sondern ich kann dann vom Stand von gestern weitermachen. Gerade am Anfang, wo man an der Basis rumrüttelt, passiert das sehr häufig. Ja, dass man alles kaputt macht. Und wenn ich weiß, was habe ich eigentlich gemacht? Und dann nochmal Schritt für Schritt. Dann wird Folgendes gemacht, dann shelfe ich das irgendwo hin. Das heißt, ich packe mir die aktuelle Version, die kaputt ist, irgendwo hin. Und dann gucke ich mir nochmal den Stand von gestern oder so, sync mir den und so. Und dann nehme ich mir einen Teil nach dem nächsten von dem Ding, was ich da gemacht habe, um dann zu gucken, wann ist der Fehler aufgetreten. Ja. Das ist eine Methode, die ist ziemlich effektiv. Ja. Und du siehst auch die Unterschiede dann, ne? Woran hast du rumgewurschtelt jetzt so, ne? Vielleicht hast du es auch vergessen, ach, ich war jetzt hier bei dem Widget oder ich war da im Blueprint am rumwackeln und habe da irgendwie ein Püppchen verschoben, keine Ahnung, ja. Und das sieht man dann auch und dann kannst du halt im Endeffekt diese Sachen dann auch schneller finden und dann auch wieder restaurieren. Und das passiert am Anfang sehr oft. Ist mir sehr oft passiert. Ja. Genau. Ja, am Anfang waren wir, weil wir früher immer mit Perforce gearbeitet haben, auch ist Einarbeitung ein bisschen kronkelig gewesen. Ja. Vielen Dank an Manuel an dieser Stelle von Nordhorn Studios, also Manuel hat uns echt geholfen, das nochmal vernünftig aufzusetzen und zu raffen, wie es geht. Wenn man keine Ahnung hat, ne? Einfach mal jemanden fragen, der welche hat. Ja, und jetzt funktioniert das und wir sind da sehr happy drüber. Revisionskontrolle solltet ihr euch auf jeden Fall mit beschäftigen, wenn ihr ein Projekt mit mehreren Leuten machen wollt. Dann brauchen wir natürlich eine Engine, da haben wir schon ganz viel drüber erzählt. Ne? Wir haben uns für die Unreal Engine 5 entschieden, auch weil die sehr performant ist und uns das gefällt und wir uns da ein bisschen austoben können. Und dann braucht man natürlich noch ein paar andere Programme, mit denen man arbeitet. Zum Beispiel ein gängiges Schreibprogramm oder ein gängiges Textprogramm und ein Grafikprogramm, mit dem man Grafiken erstellen kann. Vielleicht typische klassische Photoshop, Adobe-Gedöns. Genau, ne? Obwohl ich dazu sagen muss, dass wir auch uns jetzt Affinity mal angucken. Ja, ne? genau. Das ist vermutlich eine sehr Sache, vielversprechend. Ja. Richtig, das kann man machen. Es gibt auch kostenfreie Varianten da draußen, da könnt ihr euch mit beschäftigen. Einfach mal vergleichen, womit ihr am besten zurechtkommt und welche Formate vielleicht auch am geeignetsten sind für euch. Wir haben früher immer gerne Photoshop benutzt, aber Affinity kann fast das Gleiche. Das ist auch ziemlich cool. Das ist ja nur ein Hinweis darauf, man muss nicht immer das Gängigste nehmen, man kann auch mal gucken, ob es Alternativen gibt, wo man sich am wohlsten fühlt. Genau, richtig. Ja, wenn es um Meshes geht, zum Erstellen oder zum Manipulieren von Sachen und so weiter, da blendert sich genau. Blender rein. Ne? Also da bietet sich Blender an, weil das auch das gängigste ist, was so in den Tutorials zu finden ist im Netz. Im Zusammenspiel mit der Unreal Engine wird Blender sehr häufig genannt. Ja. Das heißt, da findet man auch sehr viele Sachen, die man nachbauen kann oder wie die Sachen funktionieren, werden sehr viel erklärt da. Ne? Das macht sehr viel Sinn, bei YouTube sich schlau zu machen. Es gibt so viele Tutoren und YouTuber, die da Sachen veröffentlichen. Es gibt Kurse, die man belegen kann. Das ist alles Common Knowledge, würde ich sagen. Richtig. Ja, das kann man alles finden im Netz. So, jetzt haben wir die ganze Peripherie und ganz viele Programme und sind damit ganz happy und möchten jetzt was anfangen. Dann fragt man sich natürlich erstmal, ja, was machen wir denn überhaupt? Also sollte man sich am besten, bevor man die Engine wählt, vielleicht sogar noch und sich damit beschäftigt, mit der Frage auseinandersetzen, was für eine Art Spiel möchte ich denn gerne machen, und macht ein Design. Wir haben uns dafür entschieden, für das Design ein eigenes Wiki zu benutzen. Das kann man auch wunderbar auf dem eigenen Server einbinden. Dafür gibt es auch so kleine Plugins bzw. Add-ons. Wikipedia, ne, ist damit gemeint. Ja, das geht recht fix und dann kann man da einarbeiten. Warum Wiki? Wir haben uns für Wiki entschieden, weil es ein lebendiges Dokument ist. Wenn einer was ändert, hat es gleich auch der andere. Es ist auch super im Netz und man kann Dinge miteinander verknüpfen. Das ist unglaublich praktisch. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel etwas designe, wie zum Beispiel ein Monster, und dann designe ich sowas wie einen Ort
dann kann ich zum Beispiel sagen, dieses Monster kommt nur in diesem Ort vor und kann die beiden miteinander verknüpfen, wenn ich das denn möchte. Und natürlich alle anderen Sachen auch. Das heißt, man kann alle Themenbereiche, die im Spiel drin vorkommen, im Wikipedia vordesignen, bevor man sie umsetzt. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Wir haben also erstmal das Wikipedia gemacht und ein Konzept und ein Design. Dann haben wir ein GDD gemacht. Das ist ein Game Design Document, so nennt sich das, worin alle Bereiche des Spiels vorhanden sind, die es haben soll. Angefangen mit Genre, Setting, Ziel, bis hin zu, wie groß soll es werden, wie viele Flächen, also oder Level soll es haben, wie viele Figuren, wie viel Text, wie viel, also alles wird quasi einmal festgelegt. Wie heißen die, was machen die, was ist deren Geschichte, was haben die für Quests, was genau sind da für Items, welche Waffen habe ich, welche Kampfstile gibt es, welche Arten von Monster, wie reagieren die, etc. Das muss da alles drinstehen, also früh wie möglich, wenn es geht. Genau, wenn ihr jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ein Point-and-Click-Adventure machen wollt, dann entscheidet ihr euch vielleicht für eine Point-and-Click-Adventure-Engine, die ist dann etwas zugänglicher in dem Bereich, oder auch nicht, ne? Dann könnt ihr mal gucken. Es gibt keine richtige oder falsche Entscheidung, es gibt nur das passt für mich und das passt für mich nicht. Ja. Ja, und dann haben wir ein Wiki und ein Design. Und Wiki benutzen wir auch deswegen, weil wir es in der Vergangenheit gelernt haben, damit umzugehen, weil wir bei Piranha Bytes auch sehr viel mit Wiki gearbeitet haben. Das ist einfach sehr flexibel. Hat sich total bewährt. Ja, hat sich bewährt, ja. Ja. Gibt auch andere Methoden, aber das war immer am besten für uns. Ja, also unbedingt. Ja, dann, was macht man als nächstes? Jetzt haben wir ein Design und wir haben alles, was wir brauchen, um loszulegen. Ja. Also legen wir mal los. Es gibt 2 Sachen, die wir zuerst gemacht haben. Wir haben erstens uns mit der Engine beschäftigt und geguckt, wie machen wir ein Level Blockout. Das heißt, für den Leveln, die wir festgelegt haben, die wir haben wollen, machen wir jetzt erstmal sowas wie wir tun mal so, als ob es die schon gäbe und machen das quasi grob einfach mal so flächenmäßig rein. Dass einfach mal was da ist. Es muss nicht hübsch sein, es muss auch nicht final sein, es muss einfach erstmal da sein, damit man sieht, wie groß wird denn das Ding überhaupt. Und es ist immer ein total schönes Gefühl, wenn man das Gefühl hat, irgendwie, es gibt einen Punkt, wo das Spiel startet und es gibt einen Punkt, wo das Spiel endet, theoretisch. Und wenn das beides vorhanden ist und auch nur ganz grob, dann hast du eigentlich schon ein Spiel. Und der Rest ist dann Inhalt. Und das nennt sich Blockout. Also wir machen im Grunde genommen... Also jeder Raum, jedes Gebiet, wo Charaktere rumrennen, wo Monster rumrennen, wo irgendwas passiert, wo eine Falle ist oder was auch immer, ja, dass das schon mal so angedeutet ist und dass man sagt, okay, vom Konzept, was man im Wiki festgelegt hat, das schon mal grob als Blockout in die Engine reinbringt, dass man mit dem Charakter da schon mal rumlaufen kann, damit man ein Gefühl für die Größe bekommt und das Pacing einbauen kann und dann schon mal so die ersten Schritte macht, damit man weiß, okay, so ungefähr fühlt sich das an. Dass man immer so sehr nah mit dem Ding an dem ist, wie es nachher am Ende sein soll. Genau. Ja? Dass man einmal durchläuft und dann irgendwie sagt so, okay, ich bin am Ende angelangt und muss jetzt noch die letzte Aufgabe erledigen und so. Danach kommen die Credits, dass das gewährleistet ist. Start, Ende, bumm. So, ja, damit fängt man an. Und in der Mitte ist das dann flexibel, wie groß das dann sein soll oder darf und so weiter. Damit man auch skalierbar hat, das ganze Ding. Richtig. Ja, dass man nicht sagt, irgendwie am Ende kümmere ich mich mal um den Schluss. Ist nicht so gut, sondern der Schluss und das Ende des Spiels sollte auf jeden Fall schon klar sein, wie es laufen soll. Und es sollte auch so früh wie möglich als eine der ersten Sachen ins Spiel einwandern, damit man sich daran orientieren kann. So, damit man weiß, wo man steht am Ende des Tages, weil sonst ist noch so viel Arbeit übrig am Ende der Zeit und so und dann kriegt man irgendwie keinen Deckel drauf auf das Spiel. Und meine Erfahrung ist, so schnell wie möglich das Ende des Spiels hineinbringen und ist ja auch flexibel. Man kann es ja auch noch mal irgendwie verschieben oder irgendwie so, aber es ist da. So, ja,
Das ist ganz wichtig. Das gehört auch mit zum Blockout. Das verrennen sich ganz viele Leute. Ja. Ne? Das geht auch für verschiedene Genres, die ihr anbietet. Das schon mal zu gewährleisten. Die Mitte, die ist leichter skalierbar. Wenn ihr alles, was ihr euch wünscht, reinkriegt, super. Ja. Aber meistens ist es so, dass man irgendwann ja doch mal in Zeitnot gerät. Ne? Gerade als Anfänger ist das total verführerisch, sich zu verzetteln und sich doch noch mal was zu wünschen. Und dann wird man einfach nicht fertig. Und das ist immer ganz schlecht. Deswegen empfehlen wir an dieser Stelle, das so nicht zu machen, sondern zu sagen, macht erstmal das Spiel fertig und skaliert dann potenziell die Inhalte bzw. die Nice-to-have-Features. Und das ist auch das Nächste. Ne? Das Nächste, was wir machen, ist zu gucken, gerade wenn man mit einer Engine neu arbeitet, wie das jetzt bei uns der Fall ist, ne? Wir hatten ja vorher eine eigene und jetzt haben wir die Unreal 5 benutzt, beziehungsweise benutzen die gerade. Und dann gucken wir erstmal, welche Features kriegen wir denn überhaupt von denen, die wir uns wünschen, da rein. Ja, die müssen programmiert werden, die müssen funktionieren, die müssen getestet werden. Und das ist dann quasi das Nächste. Das heißt, wir machen sowas wie so ein Feature-Run, ne? Und gucken, funktionieren die Dinge denn überhaupt erstmal ganz grob, die wir uns vorgestellt haben. Und danach, wenn man sieht, okay, wir haben uns für Features entschieden, die schaffen es auch ins Spiel, da glauben wir dran, dann haben wir zumindest einen Scope, wir haben einen Blockout, wir haben Features. Jetzt können wir anfangen, einen Prototypen zu bauen. Ja. Und da sind wir genau jetzt. Genau. Ja, wir bauen jetzt einen Prototypen, der hoffentlich, also das dauert natürlich eine ganze Weile, bis dann alles funktioniert und bis dann alles auch so ist, wie wir es das wünschen, dass es vorzeigbar ist und nicht irgendwie, also dass das auch möglichst bugfrei ist. Und dieser ganze Kram, das ist viel Arbeit. Und wenn der Prototyp dann irgendwann fertig ist, dann setzen wir uns daran, einen Trailer zu bauen. Und wenn der fertig ist, dann können wir hoffentlich erste Dinge vom Spiel zeigen, die wir euch quasi da rauspicken und dann sagen, guckt mal hier. Und der Trailer ist dann bestenfalls auch mit Inhalten des Spiels gemacht. Das heißt, wir filmen dann einfach mal, also ich nenne das jetzt Trailer und nenne es wie ihr wollt. Also ich sag ja nur, damit nicht irgendwie so, wir kaufen uns irgendwie eine CGI-Butze und hauen auf die Kacke oder so und das Spiel sieht dann ganz anders aus. Nee. Wir kennen ja die Diskussionen über sowas, deswegen sage ich das an dieser Stelle. Genau. Das sind natürlich Spielinhalte, die da zu sehen sind. Genau, also das heißt, wir müssen jetzt Spielinhalte bauen, die man quasi dann abfilmen kann und euch zeigen kann, guckt mal hier, das soll es denn werden und da arbeiten wir jetzt ganz fleißig dran. Ja, cool. Und alles Weitere werden wir dann sehen. Genau, also bis dahin sind wir schon mal gekommen. Wenn ihr Fragen dazu habt oder Anregungen oder so, schreibt sie gerne in die Kommentare oder in den Discord-Server und lasst gerne ein Abo da. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder reinschaut. Ja, vielen Dank. Bis nächste Woche. Peter Studio TV. Genau. Macht's gut. Tschüss. Menge Stuff. Stimmt. Ist nicht so einfach, vor allem gerade am Anfang. Ne? Da hat man irgendwie so, bis dann erstmal das erste Blockout da ist, dann sieht man, oh Mann, das ist ja doch riesig geworden.